Landgräfin Hedwig Sophie von Brandenburg war die Schwester des großen Fürsten von Brandenburg und zudem die Mutter der Königin Charlotte Amalie von Dänemark. Geboren wurde Hedwig Sophie als Tochter des Kurfürsten Georg Wilhelm von Brandenburg und der Elisabeth Charlotte von der Pfalz. Nach dem frühen Tod ihres Mannes Landgraf Wilhelm VI. 1663 führte Hedwig Sophie als Landgräfin von Hessen-Kassel die Regentschaft. Zunächst für ihren ältesten Sohn Landgraf Wilhelm VII., dann nach dessen Tod für dessen jüngeren Bruder Landgraf Karl. Ein Vertrag regelte ihre Witwenschaft. Sie erhielt Schloss, Stadt und die Herrschaft Schmalkalden zu ihrer Verfügung. Die Landeshoheit hatte Landgraf Karl. Durch den Eingang des südöstlichen Treppenturmes gelangt man in die Herrenküche. Die Herrenküche diente der Versorgung der landgräflichen Familie und ihrer Gäste. In der Raummitte erhebt sich auf 4 Pfeilern ein imposanter, nach 4 Seiten offener Kamin. Dieser war mit gemauertem Herd und weiteren Feuerstellen der zentrale Arbeitsbereich der Küche. An der südlichen Wand befindet sich eine kleine Kaminanlage, die zur Warmhaltung der Speisen genutzt werden konnte. Der massive Fußboden verringerte dabei die Brandgefahr. Durch 2 große Doppelfenster in der Ostwand und ein Fenster in der Westwand erhielt die Herrenküche ihr Licht. Die ganze Küche ist mit einem Sandsteinplattenfußboden versehen, der eine leichte und häufige Reinigung ermöglichte. Die heutige Ausstattung der Küche ist eine Rekonstruktion. Neben dem Herd führt eine Holztreppe in das Zwischengeschoss, in welchem sich die Räume des Küchenmeisters befanden, der die Vorgänge in der Küche beaufsichtigen konnte. Das Fenster, welches von hier aus den Blick in die Küche ermöglichte, bot ihm Einblick in die Abläufe. Der Sandsteintrog am Kamin stand ursprünglich in einem benachbarten Raum und erinnert mit seiner Fließwasservorrichtung daran, dass die Wasserversorgung von Schloss Wilhelmsburg nicht allein über den vom Vorgängerbau übernommenen Ziehbrunnen, sondern seit 1601 auch über eine etwa 3 Kilometer lange aus dem Ehrental hierher geführte Röhrenwasserleitung erfolgte. Außer der Hofküche vermittelt noch der große tonnengewölbte Weinkeller im Nordflügel einen Eindruck von dem ehemaligen Wirtschaftsbereich, zu welchem unter anderem die Kavaliersküche gehörte. Vom 16. zum 17. Jahrhundert ist ein Wandel der Ess- und Tischgewohnheiten zu erkennen. Alte Küchentraditionen mit starkem Gebrauch exotischer Gewürze und fettarmer Speisen wurden langsam abgelöst. Die Aufhebung der Speisegebote durch die Reformation, Veränderungen in der Landwirtschaft und neue Vorstellungen von Repräsentation steigerten den Verbrauch von Fleisch, Butter und Zucker und führten zu einem Rückgriff auf einheimische Kräuter. Der Konsum von Wein und Bier bewahrte seine Beliebtheit. Die höfische Tafel überraschte nicht nur mit einer Vielzahl unterschiedlich zubereiteter Gänge bzw. Speisefolgen, sondern auch durch die Verwendung von Geschirr und Aufbauten aus edlen Materialien, unter anderem Zinn und Silber. Die Faszination von exotischem Zierat wie Tischbrunnen und Zuckeraufbauten zeigten dem Betrachter fantastische Welten auf. Das ungezwungene Mahl wurde von der Tafel abgelöst. Das bisher gemeinsam genutzte Geschirr erhielt mit dem nunmehr eigenen Teller individuellen Charakter. Grundausstattung einer Tafel waren Becher, Platten, Teller, Schüsseln und Gläser, Schenkkannen, Salzfässer und Brotbehälter. Weiterhin Vorlegebesteck zum Zerteilen des Fleisches an der Tafel. Löffel und Messer brachte der Gast selbst mit, es sei denn, der Gastgeber überreichte einen Löffel als Geschenk. Die Gabel setzte sich nur langsam durch, mit ihr wurden die Speisen von den Platten vorgelegt. Vorzugsweise wurde weiterhin mit den Händen gegessen.
Große Bedeutung erlangten seit dem 16. Jahrhundert die Tischzuchten. Zumeist richteten sie sich an die Jugend, um diese zu einem gesitteten Verhalten und manierlichen Benehmen bei Hofe und an der Tafel zu erziehen. Das Jagdrecht ermächtigte den Fürsten, die Jagd überall dort auszuüben, wo nicht Privatpersonen die Jagdgerechtigkeit seit alters her besaßen oder durch landesherrliche Beleihung erhalten haben. Es umfasst das unter die hohe Jagd fallende Getier des Territoriums, wie zum Beispiel Bären, Rotwild, Dammwild, Schwarzwild, Luchse, Wölfe oder Fasane. Bevorzugte Jagdformen des 16. und 17. Jahrhunderts waren unter anderem die Hauptjagd, die Kesseljagd oder die Pirsch. Das hessische Fürstenhaus verband seine alljährlichen Jagden mit einem Fest und stifteten einen Hirsch. Höhepunkte waren eine Festtafel und Theateraufführungen für Schmackhalder und ihre fürstlichen Gäste. Hedwig Sophie, Landgräfin von Hessen-Kassel, war eine typische preußische Dame. Sie liebte Prunk und doch zeichnete sie eisenharte Disziplin aus. Verheiratet war sie einst mit Landgraf Wilhelm VI., einem Urenkel des Schlosserbauers. In Schmalkalden versuchte sie, den Calvinismus Fuß fassen zu lassen. Widerstände waren davor programmiert, denn die Schmalkalder waren eher Luther zugewandt. In deren Mittelpunkt stand die Stadt in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Und Hedwig Sophie betrieb nicht nur eine geschickte Heiratspolitik bezüglich ihrer Kinder, sondern verstand es auch, das Umland zu reformieren. Die vorsichtige Außenpolitik ihres Mannes versuchte die Landgräfin fortzusetzen und Bündnisse zu vermeiden, die Hessen-Kassel hätten in eine Auseinandersetzung hineinziehen können. Bis 1673 konnte die Neutralität gewahrt werden. Hedwig Sophie konnte von den Landständen höhere Steuerzahlungen erlangen, die es ermöglichten, die nach dem Dreißigjährigen Krieg auf ein Minimum reduzierten Truppen wieder aufzustocken. Durch die Politik Frankreichs schwebte auch Hessen-Kassel ständig in der Gefahr, in die kriegerischen Auseinandersetzungen einbezogen zu werden. Dann brach der Dreißigjährige Krieg aus. In der ersten Hälfte spürte man noch recht wenig, doch dann gab es die Kipper- und Wipperzeit, in der sich viele selbstständig machten, Münzen einkauften, sie einschmolzen, Kupfer, Blei und Zinn hinzugaben und damit ihren Wert drückten. Der Markt wurde mit Geld geflutet, die Inflation begann. Es hieß, Kinder hätten auf der Straße mit Geld gespielt, so viel sei davon in Umlauf gewesen. 1634 war der Dreißigjährige Krieg in Südthüringen angekommen. Viele Städte im Umkreis seien in Brand gesteckt, Menschen auf grausame Weise getötet worden. Es sei die Hölle gewesen. 1635 leistete die Pest das ihrige. 2 Jahre später beispielsweise sei in Vambach in nur einem Jahr 1/3 der gesamten Bevölkerung gestorben. Hedwig Sophie beteiligte sich nach 1673 an einem Bündnis unter ihrem Bruder Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg. Zugleich kam es zu einem Reichskrieg gegen Frankreich, an dem sich auch die Landgrafschaft mit einem Kontingent beteiligte. In der Endphase ihrer Regentschaft versuchte sie den Zeitpunkt hinauszuzögern, zu dem ihr Sohn Karl die Regierung selbst übernahm. Das führte zu erheblichen Spannungen zwischen beiden. Letztlich übergab sie ihm jedoch die Regierungsgeschäfte am 8. August 1677. 300 Schmiedewerkstätten hatte es in der Stadt gegeben, an jeder Ecke sei geklopft und gehämmert worden. Weil Holz als Rohstoff hier wie dort verwendet worden sei, habe es in Sachen Bewaldung schlecht ausgesehen. Denn nicht nur zum Kochen, Backen, Heizen habe man Holz gebraucht, auch für Schmiedefeuer, Bergwerke und Salinen. 1593 sei eine Holzordnung erlassen worden, um Holz zu sparen.
In dem Maße, in dem Landgraf Karl und seine Nachfolger im 18. Jahrhundert die Residenzstadt Kassel prachtvoll ausbauten, schwand ihr Interesse am Schloss in Schmalkalden. So wurden zwar 1731 noch einmal 20 Gulden für Malerarbeiten im Schloss investiert, indes zog sich die Wiederherstellung einiger durch Hagel zerstörter Fenster über mehr als 6 Jahre hin. Zur selben Zeit wird in den Bauakten der ungepflegte Zustand der Schlossgärten beklagt. Erst unter der Regentschaft Friedrichs II. Kam es zu umfangreichen Instandsetzungsarbeiten. Schmalkalden, 874 erstmals urkundlich erwähnt, war in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts im Besitz der Thüringer Landgrafen. Die günstige Lage an mittelalterlichen Handelswegen und reiche Eisenerzvorkommen förderten die Entwicklung zur Stadt. Die Thüringer Landgrafen fassten so um 1100 in Schmalkalden Fuß und erhoben den Ort etwa 1180 zur Stadt. In dieser Zeit entstehen die Burg Wallraff, der Gründungsbau der Stadtkirche, wie auch die erste Stadtbefestigung. Nach einer Zerstörung Schmalkaldens durch die Truppen Philipps von Schwaben im Jahre 1203 sollte die Stadt schöner als zuvor wieder aufgebaut worden sein. Außerhalb der bisherigen Stadtmauer wird der Neumarkt angelegt und an dessen Westseite ein Herrenhof errichtet, der den Thüringer Landgrafen als Absteigequartier und Sitz ihrer Amtsleute diente. Ein Tonnengewölbe dieses Hofes, das ursprünglich repräsentativen Zwecken diente und ebenerdig zugänglich war, wurde Anfang des 13. Jahrhunderts bemalt. Die Bilderfolge hatte das zur Entstehungszeit beliebte Epos Iwein von Hartmann von der Aue zum Inhalt. Dieser Versroman gehörte in die Blütezeit ritterlich-höfischer Dichtung und wirkte im Sinne der Ausprägung der Ritterideale in Deutschland. Seine Anregung erhielt Hartmann aus Frankreich. Die ursprünglich 26 Szenen wurden auf trockenen, bereits abgebundenen Kalkputz gemalt. Die Iwein-Malereien gehören zu den ältesten profanen Wandmalereien im mitteleuropäischen Raum. Als Inhalt wurde der keltische Sagenstoff um den König Artus verarbeitet. Mit dem 12. Jahrhundert gelangte die Ritterdichtung als Bestandteil höfischer Kultur zur Blüte. Hartmann von Aue, bedeutender höfischer Minnesänger, stammte aus dem alemannischen Sprachgebiet. Er war Dienstmann Ministeriale eines Herrn von Aue in Schwaben. Seine Ausbildung erhielt er an der Reichenauer Klosterschule. 1189 nahm er am Kreuzzug Friedrich Barbarossas teil. 6 Jahre später erhielt er die Ritterwürde. Im Mittelpunkt des Heldenromans in Versen steht eine Episode der Artussage. Iwein zieht aus, um ein Abenteuer zu bestehen und letztlich eine Frau und ein Königreich zu gewinnen. Minne und christliche Ritterideale bilden den Inhalt des Werkes. Szenen sind zum Beispiel das Pfingstfest am Hofe König Artus, Iwein reitet auf Abenteuer aus, begegnet dem Riesen mit den wilden Tieren und Iwein hilft dem Löwen im Kampf gegen den Drachen. Nach der Wiederentdeckung der Wandmalereien im Iweinkeller des Hessenhofes wurden erste Sicherungsarbeiten veranlasst. Da trotz umfangreicher konservatorischer Maßnahmen das Original stark gefährdet blieb, wurde der Entschluss zur Anfertigung einer raumidenttischen Kopie im Keller unter der Kapelle des Schlosses Wilhelmsburg gefasst und realisiert. Mit diesem wunderschönen Hintergrund möchte ich mich dann ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt viel Interessantes über das Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden erfahren. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!